Herr Professor Rader, als Experte für die Messung von Hörstörungen, warum ist es wichtig, schon Neugeborene auf einen funktionsfähigen Hörsinn hin zu testen und wie kann man das überhaupt machen? Es gibt in Deutschland Gott sei Dank seit einigen Jahren das sogenannte Neugeborenen-Hörscreening. Dabei wird schon direkt nach der Geburt auf der Geburtsstation das Gehör mit den vorgestellten objektiven Methoden gescreent, das heißt schnell gemessen. Wenn wir natürlich in so einem Screening eine Auffälligkeit haben, dann kann das immer noch sein, dass das Kind normalhörend ist, das Fruchtwasser im Ohr sich noch befindet, dann macht man nach ein paar Wochen eben nochmal ein Rescreening. Aber wenn das Kind eben eine Schwerhörigkeit oder Ertaubung hat und wir das eben früh feststellen können, schon ganz knapp nach der Geburt, dann kann man eben auch frühzeitig eine Hörgeräte- oder Cochlea-Implantatversorgung anstreben. Weil wenn wir dieses Screening nicht machen würden, dann würde eine Ertaubung bei Kindern in der Regel erst auffallen, wenn sie nicht anfangen zu sprechen. Ne? Und das kann eben dann auch sich verzögern. Wenn man in der Vergangenheit in Deutschland vor das Neugeborenen-Hörscreening zurückschaut, da wurden Schwerhörigkeiten bei Kindern oft mit 4, 5 Jahren, also Ertaubungen, diagnostiziert und entsprechend spät wurden die dann auch mit Cochlea-Implantaten versorgt. Wenn wir heutzutage eine Ertaubung früh diagnostizieren, innerhalb des ersten Lebensjahres das Kind mit einem Cochlea-Implantat versorgen, dann steht in der Regel einem Regelschulbetrieb wenig entgegen. Das heißt, das Kind entwickelt sich, auch was das Hören betrifft, eben normal.